Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. In diesem Tutorial möchte ich mich mit der Spline-Bearbeitung beschäftigen, und zwar mit dem Erstellen von Objekten durch Splines. Eine sehr gängige Form und sehr interessant. Ausgangsziel soll sein, dass wir eine Weinflasche und ein Weinglas modellieren. Und bevor wir das realisieren können, müssen wir erstmal lernen, was wir mit Splines alles machen. Splines befinden sich hier. Wenn ich hier draufklicke, habe ich als erstes einen Freihand-Spline zur Auswahl. Nehmen wir diesen mal und zeichnen hier einen freien Spline. Wenn ich hier in dieser Zentralperspektive einen Spline zeichne, habe ich ein riesiges Problem. Denn wenn ich mich mal zur Seite drehe, sehen Sie, mein Spline ist gekippt. Ich habe also keine Kontrolle über die Tiefe. Darum macht es Sinn, natürlich niemals in diesem Fenster zu zeichnen. Ich entferne diesen Spline noch einmal mit der Entfernen-Taste. Jetzt wechsle ich in die Ansicht von rechts, F3. Meine Lieblingsseite zum Zeichnen, weil das im Zusammenhang mit den NURBS, wo wir gleich zu sprechen zu kommen, keinerlei Probleme gibt. Also in der Ansicht von rechts, F3, zeichne ich. Das gleiche noch einmal. Wenn ich jetzt wieder mit der Taste F1 switche in den Zentralperspektivmonitor, sehen Sie, dass dieser Spline jetzt absolut gerade steht. Weil wir haben ja quasi in einer 2D-Perspektive gezeichnet. Dadurch kann der Spline nicht nach hinten wegkippen. Dieser Freihand-Spline dient dazu, um schnell mal irgendwelche Sachen zu zeichnen, aber ist nicht so ideal für die richtige Bearbeitung. Hier gibt es Splines, die sind da schon relativ besser. Was ich Ihnen erklären möchte in diesem Tutorial ist der Bezier-Spline. Dieses B-Spline, Akima und Gubic schauen Sie sich bitte auf dem Video to Brain an, weil werden in der Praxis nicht so häufig verwendet. Ich nehme mal den Bezier-Spline und zeichne jetzt hiermit ein Gefäß. Klicke ich mit der linken Maus hier an dem Nullpunkt und halte die linke Maustaste jetzt gedrückt und kann ich sogenannte Tangenten, in anderen Programmen Anfasser genannt, aber bei Cinema 4D heißen die Tangenten, herausziehen. Je nachdem, wenn ich nach unten, oben ziehe meine Maus, je länger mehr ich nach rechts und links ziehe, umso länger werden meine Tangenten. Ich mache sie ein bisschen so und setze hier oben mal einen zweiten Punkt, halte jetzt wieder die linke Maustaste gedrückt und ziehe diesen etwas länger. Möchte ich jetzt diesen Spline weiter bearbeiten, also ein wenig die Punkte verschieben, kann ich das realisieren, indem ich jetzt in das Verschiebewerkzeug aktiviere. Ich klicke mal auf diesen ersten Punkt. Ich ziehe ihn extra mal ein bisschen rüber. Um jetzt eine Form aus diesem Querschnitt zu bekommen, und zwar eine Schale oder ein Becher, was es auch immer darstellen soll, brauche ich ein NURB. Wir werden diese NURBs natürlich detailliert noch durchgehen, zum Beispiel das Hyper-NURB, das Extrude-NURB. Wir brauchen jetzt ein Late-NURB. Dieses Late-NURB erstellt jetzt aus diesem Spline eine Form. Es entsteht natürlich genau auf dem Nullpunkt und das ist wichtig zu wissen. Will ich daraus eine Form machen, muss ich diesem Spline, dem NURB, unterordnen. Einfach per Drag and Drop reinstecken. Schauen wir uns das in der Hauptperspektive an. Wunderbar, eine Schale. Aber jetzt schaue ich mal von oben, da fällt mir etwas auf. Ich habe ein Loch im Boden. Woran liegt das? Ich wechsle mal wieder mit F3 in die Seitenansicht. Dieses NURB kann ich jetzt jederzeit ausschalten. Dafür ist es super, um wieder an meinem Spline zu arbeiten. Wenn dieser Punkt nicht genau dort sitzt, wo das NURB ist, also auf 0, bekomme ich eine Lücke.
Je weiter das weg ist, umso größer meine Lücke. Das kann ja gewollt sein. Ich kann auch diesen Punkt jetzt hier so verschieben. Ich möchte das also nicht, muss ich darauf unbedingt achten, dass mein erster Punkt in allen Achsen auf 0 sitzt. Genau wie das NURB. Schaue ich mir das jetzt nochmal an, indem ich das einschalte, habe ich ein geschlossenes Behältnis. Wie kann ich jetzt weiter diesen Spline noch bearbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich schalte mal wieder in die Ansicht F3. Möchte ich die Tangenten bearbeiten, kann ich sie einfach hier ziehen. Rechts oder links. Jetzt füge ich noch einen Punkt hier zwischen. Dann halte ich die String-Taste gedrückt. Dann bekomme ich einen zusätzlichen Punkt. Diesen kann ich jetzt ebenfalls verschieben, um jetzt eine andere Struktur zu bekommen. Schauen wir uns das an. Dann sieht mein Behältnis jetzt so aus. Ich muss also immer ein wenig im Querschnitt denken. Schalte ich das wieder aus. Jetzt möchte ich aber, dass ich diese Tangenten unterschiedlich lang gestalte. Und Sie sehen auch schon, ich komme jetzt hier an diese Tangente unheimlich schwer dran. Der wichtigste Tastaturkürzel in diesem Zusammenhang ist die Tastatur Alt-D. Mit Alt-D können Sie das Achsenkreuz ausschalten. Noch einmal Alt-D, wird es aktiviert. Ich schalte es mir jetzt aus mit Alt-D. Mit der gedrückten Shift-Taste kann ich jetzt eine Tangente separat bewegen, in alle Richtungen. Gehe ich auf die zweite, hätte ich dies erreicht. Dann bekomme ich natürlich eine recht witzige Form in diesem Beispiel. Ups, verklickt. So. Nehmen wir mal an, wir wollen diesen Spline verlängern. Wir sind also nicht im Spline-Zeichenmodus. Trotzdem können wir jetzt diesen Spline verlängern. Ich halte die String-Taste gedrückt und mein Spline wird verlängert. In den freien Raum. Ziehe ich meine Maus nicht nach links und rechts, sondern klicke nur, bekomme ich ohne Tangenten eine Gerade. Das heißt, mache ich das hier nochmal, habe ich wirklich eine gerade Linie. Jetzt wollen wir aber hier unten an dem Spline etwas anfügen und ich klicke jetzt mal, denke, ich müsste den jetzt aktivieren und halte jetzt wieder String. Oh, es passiert immer das Gleiche. Er setzt immer am Ende das an. Woher weiß ich, was das Ende ist? Dieser Spline wird von weiß nach dunkelblau gezeichnet. Das zeigt mir also an die Richtung. Möchte ich also jetzt dieses ändern, dass ich hier etwas anfügen kann, muss ich die Richtung dieses Splines ändern. Wo können wir das erledigen? Gehen Sie dazu auf Struktur Spline bearbeiten. Dort finden Sie jede Menge Möglichkeiten, um den Spline zu verändern. Nehmen wir erstmal das, was wir brauchen. Reihenfolge umkehren. Aha. Jetzt ist also mein erster Punkt quasi hier oben. Und wenn ich jetzt hier ziehe, geht er wieder am Ende ran. Also das, was ich erreichen wollte. Um einen einzelnen Punkt zu entfernen, brauche ich ihn bloß zu aktivieren und wieder die Entfernen-Taste drücken. Ich ziehe mal meine Tangente etwas weiter, so eine Becherform zu bekommen. Und wenn ich dann dieses NURB wieder einschalte, habe ich ja meinen Becher. Nun hat mein Becher keinerlei Wandstärke. Wie können wir das realisieren? Dazu gehe ich jetzt wieder in diese Ansicht F3 und schalte mein NURB wiederum aus. Unter der Struktur Spline-Bearbeitung haben wir jetzt eine Möglichkeit, das heißt, nennt sich einen Umriss erzeugen. Ich wähle dieses aus. Jetzt kann ich sagen, wie stark mein Umriss werden soll. Er macht jetzt 5 cm in dem Fall nach innen einen Umriss.
Merke ich jetzt, das ist zu wenig, gebe ich hier mal 15 ein. Oh, was passiert jetzt? Dieses ist das einzigste Eingabefeld von Cinema 4D, wo Sie nicht mehrfach die Eingabe verändern können. Sie müssen also jeweils rückgängig machen, String Z. Wenn Sie merken, das war zu wenig, dann nochmal neu. Wenn wir jetzt das ganz genau uns betrachten, sehen wir, ich wechsle jetzt wieder auf die Verschiebefunktion, weil ich die Punkte verändern möchte, dass er hier einen Punkt gesetzt, aber der minimalistisch durch die Verschiebung auch nach links gezogen ist. Das ist ja so, er verschiebt 15 so schräg, also wird er etwas nach links verzogen. Muss ich auf jeden Fall diesen Wert nullen, damit ich nicht hier wieder eine Überschneidung bekomme. Wenn ich ein Glasbehältnis habe oder überhaupt einen Behälter, brauche ich nicht, dass dieser Spline hier geschlossen ist. Dazu klicke ich den Spline an und da gibt es ein Häkchen, das nennt sich Spline schließen. Das öffne ich. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben also jetzt eine Schale, die eine Wandstärke besitzt, aber die Kanten sind recht gerade. Ich möchte diese Kanten abrunden. Dazu wechsle ich wieder in meine Ansicht und schalte das NURB aus. Es handelt sich also um diese zwei Anfasser oder Punkte, die, was ich sagen wollte, keine Tangenten nach oben besitzen, also keine Anfasser nach oben. Wie kann ich mir die realisieren? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. In anderen Programmen sind Sie es vielleicht gewohnt, wie Illustrator mit einem Tastaturkürzel, diese Tangente nach oben rauszuziehen. Das können wir jetzt hier nicht. Wir nehmen in diesem Beispiel mal die einfachste Möglichkeit, die aber nicht immer komfortabel ist. Aber hier bei dem geht das schon recht gut. Ich gehe wieder auf Struktur, Spline-Bearbeitung und sage Tangentenlänge angleichen. Dann bekomme ich also genau wie unten zwei Tangenten. Jetzt brauche ich ja nur mit gedrückter Shift-Taste die Tangenten anzupassen. Das können wir nachher auch ganz genau numerisch machen. Aber im ersten Schritt soll das so mal sein. Schaue ich mir jetzt mein Behältnis an, hat das eine runde Kante. Nun wirkt aber dieser Becher rechteckig. Das liegt an den Unterteilungen im Umfang. Schauen wir uns das mal an, wenn wir ihn anklicken. Dort kann ich jetzt bei dem NURB die Einstellung machen, wie viele Unterteilungen ich brauche. Sowohl im Umfang, Sie sehen, mein Becher wird jetzt rund, als auch in der Skalierung brauchen wir nicht, Deckfläche auch noch nicht. Okay, hiermit hätte ich jetzt meinen Becher so gestaltet, wie ich das brauche. Mal ein simples Beispiel dazu. Wollen wir nun ein etwas komplexeres Objekt gestalten, und zwar eine Weinflasche und ein Glas. Dazu entferne ich mal diese ganzen Objekte. Ich speichere meine Szene als in meinem Cinema 4D Ordner erstelle ich mir einen Ordner, den nenne ich mal 9. oder 09 kW. Dort rein speichere ich jetzt diese Weinflasche. Dann habe ich das Ganze jetzt als Weinflasche gespeichert. Nun brauche ich noch eine Vorlage, weil so freihand eine Weinflasche zu zeichnen ist recht schwierig. Dazu gehe ich mal in den Browser. Gehe bei Google auf Bilder und schreibe hier Wein oder Weinflasche oder im Englischen, dann bekomme ich noch mehr Wine. Dann bekommen Sie unzählige Bilder von Weinflaschen, Gläsern etc.
Dort suchen Sie sich jetzt irgendein Bild aus, welches Ihnen gefällt, was Sie nachzeichnen möchten. Nehmen wir mal an, finde ich jetzt hier mal was Schönes. Ja, das ist ein bisschen eng beieinander gestellt, aber schon okay. Ein Weingläser, hier, das wäre doch was. Wenn Sie dieses Bild benutzen wollen, speichern Sie sich Grafik speichern unter. Dieses speichern Sie jetzt in Ihrem Cinema 4D-Ordner ab und speichern es dort in diese 9. KW und erstellen sich hier einen Ordner Texturen. Text. Dort legen wir das Bild ab. Okay. Da mir dieses letztendlich doch nicht gefällt und ich jetzt in dem Tutorial nicht so viel Zeit habe, ein richtiges Bild zu suchen, nutze ich ein anderes. Ich wechsle also wieder in die Ansichtseinstellung F3 und bringe mein Achsenkreuz ein bisschen in die Mitte. Jetzt gehe ich hier auf Bearbeiten, nicht hier oben, und sage Ansichtsvoreinstellung für diese Ansicht, die ich gerade sehe, von rechts. Hier habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten und dort gehe ich mal in den Hintergrund. Hier kann ich jetzt ein Bild hinzuladen. Dort klicke ich drauf und wähle jetzt aus meinem Texturenordner, ich habe nämlich schon ganz viele gesammelt, nehme ich auch eine Weinflasche aus, gehe mal hier auf mittlere Symbolgröße darstellen und wähle dieses Bild mit Bedacht. Sie sehen, das von eben habe ich auch hier drin. Ich habe hier also mal mehrere aus dem Internet genommen. Ich nehme dieses, weil wir sehen schon hier so ein bisschen, das Bild ist schief. Das öffne ich jetzt. Jetzt muss ich ein bisschen weiter wegzoomen. Ich sehe jetzt hier einen Umriss einer Flasche, den ich also hervorragend nachzeichnen kann, und später ein Glas. Diese Ansicht habe ich jetzt nur hier. Also nicht in meinen anderen Ansichten. Gehe mal wieder nach F3. Ich kann jederzeit das Bild hier ausschalten und einschalten, wenn es mich stört in meiner Ansicht. Jetzt muss ich dieses Bild aber im Offset verschieben, weil ich möchte ja unten anfangen, also gehe ich hin und schiebe das Bild mal ein wenig in die Mitte. Dann die Y-Achse schiebe ich das Bild an die untere Kante. Passt das hier ein wenig ein. Und jetzt fällt mir auf, dass es noch ein bisschen nach rechts muss, aber das Bild, wenn wir das mal hier schauen, an so einer Linie ist total schief. Das kann ich jetzt hier über 1 Grad, müsste es reichen, gerade setzen. Auch wenn die Kante jetzt schief wirkt, Hauptsache mein Objekt der Begierde ist gerade. Ich möchte also als erstes die Weinflasche nachzeichnen. Da jetzt die Weinflasche, das Foto sehr deckend ist und ich dann, wenn ich Spline zeichne, die überhaupt gar nicht gut sehen kann, kann ich hierüber die Transparenz einschalten. Also die Deckkraft mal runtersetzen. Über diesen Slider. Einfach ziehen mit gedrückter linken Maustaste. Ich könnte natürlich auch die Größe meines Bildes hier verändern. So, jetzt haben wir eine Vorlage reingebracht, ähnlich wie im Illustrator. Noch ein klein bisschen nach links. Und ich werde diese Kontur nehmen, um eine Weinflasche zu erzeugen. Ich muss jetzt nicht hundertprozentig diese Flasche nachzeichnen, weil wir sehen auch in so einer Fotografie nicht diesen hohlen Boden, den ja eine Weinflasche hat. Ich fange also unten bei 0 an. Zoome mal näher ran und nehme jetzt wieder einen Bezier-Spline. Ich werde jetzt hier etwas höher über 0 diesen ersten Punkt setzen. Ziehe direkt die Anfasser raus. Dann setze ich hier einen Punkt, dort einen Punkt und Sie sehen schon, ich arbeite hier recht schnell. Ja, genau muss das noch nicht werden. Ich zeichne erstmal den Umriss ungefähr nach. Gehe also immer höher.
Habe mein Achsenkreuz übrigens die ganze Zeit aus, weil es dann einfacher ist, mit Alt D, wir wiederholen das nochmal, das zu zeichnen. Und hier will ich mal aufhören. Jetzt muss ich das genau setzen. Dazu wechsle ich ja, wenn ich die Splines verschieben will, die Punkte verschieben will, hier in das Verschiebewerkzeug. Jetzt will ich ja den Boden hier drin haben, also machen wir das noch ein bisschen rundlicher und setzen ihn aber Z-mäßig auf 0. Das muss ja sein, sonst kriege ich ein Loch in die Flasche. Den bringe ich jetzt noch ein bisschen nach rechts. Setze die Tangenten so, dass das passt. Jetzt haben wir ja hier das Problem, ich möchte hier eine Gerade erzeugen. Wie soll ich das hinkriegen? Wenn Sie auf dieses Werkzeug geklickt haben, haben Sie jetzt hier verschiedene Werkzeugoptionen. Da gibt es ein Snapping. Was wir jetzt brauchen, ist, das zu aktivieren. Ein 2,5D Snapping, weil wir nicht im 3D-Raum, sondern in einer 2D-Perspektive arbeiten. Und wir möchten am Rasterpunkt und an den Rasterlinien einrasten. Rasterpunkte sind diese hier in der Mitte und die Linien versteht sich von selbst. Habe ich das jetzt aktiviert, kann ich jetzt mein Raster nutzen, um hier einzurasten. Das sieht man, das snappt hier regelrecht ein. Auch bei den Tangenten, zack, kann ich die absolut gerade setzen. Jetzt gehe ich einfach ein bisschen nach oben, scroll aber ein bisschen weiter weg und versuche dieselbe Linie bei dem hier zu erwischen. Zack, wir sehen, aha, jetzt machen wir hier noch die Tangente gerade und wir bekommen eine absolut gerade Linie, was ja wichtig ist bei so einer Flasche. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen raus weiter, so, damit ich diesen Bogen bekomme. Hier in der Kurve ist das Snapping jetzt nicht ideal, weil ich hier in der Mitte ja keinen Rasterpunkt habe. Also gehe ich hin, schalte das Snapping mal eben aus, aktiviere diesen Punkt und schiebe das ein bisschen ran, so dass es passt. Diesen setzen wir jetzt wieder hier an, aber die Flasche ist ein wenig konisch, also ziehe ich den jetzt hier einfach noch ein bisschen länger, damit ich hier in diesen Kurvenwinkel das reinbekomme. Und da nehme ich jetzt auch kein Snapping, weil der Flaschenhals soll etwas verjüngt sein. Wenn ich jetzt mal schaue, habe ich hier die Tangente recht lang gezogen und ich werde diesen Knick niemals hinbekommen, wenn ich hier nicht näher rangehe. Dann gehe ich mit diesem auch etwas näher ran. Ziehe hier die Tangenten auch mal was zusammen. Dann nehme ich diesen mal und setze ihn, würde ich sagen, hier hin. Ziehe die Anfasser etwas zusammen, gehe mal näher ran, dann sehen Sie das besser. So. Jetzt fällt mir auf, hier bräuchte ich noch einen Punkt. Also klicke ich mit der String-Taste einfach hier rein. Dann ziehe ich den hier ran und kann das ja jetzt so gestalten, in der Form. Ein bisschen hier hinsetzen, so ranziehen. Den setze ich hier hin und ziehe ein bisschen auseinander. Und diese Tangente mit Shift setze ich ein bisschen stärker rein. Das gefällt mir hier auch noch nicht. So. Eigentlich bräuchte ich hier ja schon fast nur einen Punkt, aber machen wir es mal so. Dann können wir das nämlich hier auch noch ein bisschen genauer machen. Okay. Das soll es fürs erste Mal sein, um diesen Flaschenhals zu erzeugen. Jetzt scrolle ich weiter weg und nehme ein NURB, wieder ein Late NURB. Dort setze ich die Flasche rein. Gehen wir mal in die 3D-Perspektive und wir haben jetzt hier, holla, unsere Weinflasche, die natürlich mal wieder keine Wandstärke besitzt. Nun fehlt uns hier ja nur noch
diese Wandstärke, die möchte ich jetzt auch realisieren. Auch ein Glas hat eine minimalistische Wandstärke. Das macht sich dann beim Texturieren natürlich bemerkbar und darum müssen wir sie uns erzeugen. Ich wechsle nochmal mit F3 in die Ansicht von rechts und mache mein Latenab aus. Jetzt möchte ich hier, genauso wie eben, über Struktur, Spline bearbeiten, einen Umriss erzeugen. Jetzt schaue ich mal, so dick darf es nicht sein, ich mache mal 2. Jetzt muss ich genau schauen, hat er diesen nach innen oder nach außen gesetzt. Er hat den nach außen gesetzt. Also mache ich nochmal rückgängig. Dann schreibe ich hier einfach ein Minus rein. Jetzt setzt er ihn nach innen. Wie eben schon bei der Schale weiß ich, der erste Punkt oder der letzte in dem Fall, der sitzt minimalistisch nicht auf 0. Das erreiche ich jetzt hiermit. Im nächsten Moment muss ich jetzt hier natürlich wieder diesen Spline öffnen, weil gerade bei Glas gibt es an der Stelle, wenn ich da nah rangehe, so eine Lichtbrechung, die ich nicht erwünsche. Jetzt gehe ich nach oben. Wenn ich jetzt mal schaue, nochmal das Extrude NURB anmache, habe ich jetzt eine kleine Wandstärke. Was ich noch nicht habe bei meiner offenen Flasche, hier habe ich jetzt die Wandstärke, ich habe das noch nicht richtig schön rund. Jetzt muss ich da wieder ran, gehe also hier nah ran, mache das Extrude NURB aus und gehe mal an diese 2 Punkte. Jetzt wollen wir hier ein bisschen anders verfahren, weil wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich möchte über das Selektionswerkzeug mal diese beiden Punkte selektieren, können wir jetzt hier auch noch sagen, diese Tangenten möchte ich angleichen. Beim Weinglas werde ich aber mal zeigen, wie wir das anders regeln können. Ich sage jetzt wiederum Struktur Spline, Tangenten angleichen. So. Dort gehe ich jetzt etwas näher ran, schnappe mir wieder das Verschiebewerkzeug und mit Shift-Klick ziehe ich jetzt diese Tangente mal ziemlich rein. Und hier ebenso mit Shift-Klick, damit ich das rund bekomme. Jetzt sehe ich, hier ist ein bisschen was schief gelaufen, also ziehe ich den noch ein bisschen weiter weg, damit mein Rand gleich ist und den ein bisschen rüber. Also noch ein bisschen mehr. So. Das gleiche ist hier passiert. Also ein bisschen, ups, jetzt habe ich verschoben mit Shift. Jetzt habe ich auch mit Shift geklickt, dadurch habe ich 2 markiert. Also klicke ich nochmal mit dem Selektionswerkzeug ins Leere und nehme nochmal den einzelnen. Jetzt das Shift loslassen und hier nochmal ein bisschen höher. So ist das perfekt. Gut, so soll es sein. Und dann habe ich jetzt meine Flasche, wenn wir uns das anschauen, hier die Kante ein wenig gerundet. Im Umriss ist die Kante wieder etwas zackig, also gebe ich hier ein bisschen mehr Unterteilung. Lass das mal rendern, um zu schauen, ob das schön rund wird. Noch ein bisschen mehr. So ist gut. Das soll meine Flasche sein. Jetzt möchte ich diese Flasche texturieren. Dazu gehe ich jetzt hin und erstelle mir ein neues Material. Das würde ich aber jetzt noch nicht empfehlen. Jetzt fällt mir ein, ich möchte aber Wein da reinmachen in die Flasche. Da gehe ich also hin nochmal in die Ansicht von rechts. Mache das Latenab aus. Nehme den Spline. Diesen dupliziere ich mit String nach unten. Jetzt hat der ja eine Innenkante und eine Außenkante, also unseren Umriss. Ich möchte aber alle Punkte, die außen sind, weghaben. Jetzt könnte ich hier versuchen, ganz nah ranzuklicken und die alle einzeln zu deselektieren. Das brauche ich nicht. Hier oben haben wir einen Strukturmanager. Dort sehen wir jetzt sämtliche Punkte. Also den ersten Punkt, er wird auch dann hier selektiert, der zweite Punkt und so weiter. Jetzt brauche ich bloß schauen, bis wo geht das? Irgendwo zur Hälfte. Aha, geh mal nah ran. Ob das der richtige ist? Ja, 11 wäre der nächste. Also bis hier. Jetzt halte ich Shift gedrückt und selektiere mir diese. Upsa. Mit Shift-Klick
selektiere ich alle äußeren Punkte. Dann kann ich jetzt einfach sagen, ich möchte sie entfernen. Dann habe ich die äußersten Punkte weg. Einfach die Entfernen-Taste drücken. Jetzt ist es aber so, wenn diese Linie und diese Linie genau aufeinander liegen, bekomme ich ein Problem mit der Brechung des Lichtes. Ich muss jetzt meine ganzen Punkte ein wenig nach innen ziehen. Das mache ich aber jetzt viel einfacher, indem ich jetzt mal alle selektiere, bis auf diesen hier. Gehe nochmal in den Strukturmanager, ziehe jetzt mal hier, also den ersten oben, haben wir jetzt oben. Okay, das ist gut, bis auf den letzten unten. Jetzt mache ich mit Alt D meine Achse an. Dann könnte ich das jetzt von Hand so reinschieben. Von Hand ist aber schlecht. Ich möchte das nur minimalistisch Richtung X schieben. Das hat einen Pluswert, also von der Mitte aus, von 171. Da sage ich hier minus 0,5. Jetzt sehen Sie erstmalig, der kann rechnen. Ich kann also hier subtrahieren, addieren, multiplizieren. Werde ich später nochmal genauer zeigen. Das hat er minimalistisch das reingerückt. Alle Punkte in Richtung Z. Das reicht. Jetzt möchte ich aber bei dem Wein natürlich die Flasche nicht bis oben voll haben. Darum selektiere ich mal ein paar Punkte weg. Klicke mit dem Selektionswerkzeug ins Freie und selektiere mal diese Punkte, die ich nicht brauche. Jetzt drücke ich die Entfernen-Taste. Jetzt setze ich mir an dieser Stelle mit dem Verschiebewerkzeug noch einen Punkt hinein, weil so voll möchte ich die Flasche machen. Jetzt werde ich an dieser Stelle den oberen Punkt also auch auf 0 setzen. Mache mal wieder diese Achsen aus, die stören mich jetzt. Jetzt sehen wir, wo der Punkt in dieser Welt ist. Das kann ich hier sehen, das kann ich hier sehen. Da sehe ich dieselben Maße. Ich muss also wieder Z auf 0 bringen. Dann habe ich den Punkt schon mal rüber. Jetzt muss ich den Punkt in dieselbe Höhe bringen wie dieser. Also markiere ich mir hier diese Höhe, sage String C für Kopieren, wähle den anderen Punkt an, sage String V und bestätige mit Eingabetaste. Enter. Einziger Nachteil, den ich jetzt noch habe, sind Tangenten. Dadurch ist diese Linie nicht gerade. Die Tangenten müssen verschwinden. Jetzt habe ich die erste Möglichkeit, ich klicke doppelt auf diesen Punkt und kann die Tangente sehen. Y mache ich die auf 0. Na, nochmal 0 eingeben. Rechte Tangente 0, also alle Werte auf 0. Okay, jetzt habe ich keine Tangenten mehr. Bei dem wird das jetzt ein bisschen schwieriger. Eigentlich denkt man. Kann ich jetzt hier auch machen. Ich will aber jetzt nicht die Tangente nach unten entfernen, also alles, was oben ist. Schauen wir mal, ob das die richtige war. In den Minusbereich ist die, die nach unten geht. Hier mache ich auch mal 0. Okay, jetzt habe ich eine Gerade. Das heißt, wenn ich jetzt ein NURB nehme, ein weiteres, ich darf nicht oder kann nicht 2 in 1 stecken. Es wird hier immer in weiß angezeigt, wie viel Splines ich brauche. Hier sind es zum Beispiel 2, hier können es endlos viele sein, dort einer, hier auch nur einer. Stecke also das da rein. Das ist mein Wein. Den nenne ich mal Wein in Flasche. Dieses ist meine Flasche. Hier schalte ich die Flasche auch noch ein. So, jetzt haben wir den Wein darin. Den können wir natürlich noch nicht sehen, weil wir jetzt durch dieses Objekt nicht durchschauen können. Jetzt gehe ich wirklich hin und texturiere. Da sage ich ein neues Material. Und erstelle mir hier jetzt eine Textur für Glas. Dazu wechsle ich in die Transparenz. Wenn wir uns das anschauen, in einer neuen Szene einmal, ich mache mal hier eine neue Szene auf, mache mal ein neues Material und schalte die Transparenz ein. Jetzt nehme ich eine Kugel und mal eine Röhre. Diese Röhre mache ich innen offen.
Und dann nehme ich noch einen Boden, den finden wir hier unter den Szeneobjekte. Da sehen wir, dass alles im Boden liegt, aber das soll mir jetzt mal egal sein. Es geht darum, wenn ich jetzt diese Textur auflege und rendern lasse, sieht man die Kugel eigentlich nicht, außer einen Glanzpunkt. Das ist deshalb, weil hier ein Glanzlicht an ist. Mache ich das aus, werden wir diese Kugel gar nicht mehr sehen. Transparent, unsichtbar. Wir müssen mit sogenannten Lichtbrechungen arbeiten, wie Licht durch ein Objekt leuchtet. Da haben wir hier eine Liste. Dazu starte ich jetzt mal den Rechtsklick und sage, diese Hilfe anzeigen. Dann startet meine Hilfe mit einer super Liste, worin mir gezeigt wird, wie Licht durch verschiedene Körper fällt. Wasser, wie das Licht gekrümmt wird, und hier haben wir Glas. Sogar eine Glasnudel gibt es da, also alles Mögliche, was das Herz begehrt. Ich nehme mal Glas 1,44, 0 bis 1,9. Also Rechtsklick auf diesen Wert Hilfe anzeigen. Dann kommt diese Tabelle. Ich sage also 1,5. Jetzt sehen wir direkt schon, aha, da ist jetzt irgendwas mit Glas. Das Glanzlicht können wir auch wieder anmachen. Schaue ich mir jetzt mein Glas an, sehe ich das ganz anders. Okay? Und so werden wir jetzt noch etwas modifiziert in unserer Szene mit dem Weinverfahren. Ich nehme also das Glasflasche, gehe dort in die Transparenz, stelle 1,5 ein. Und wenn wir das jetzt auflegen und mal rendern lassen, können wir schon sehen, dass der Wein da drin ist und meine Flasche transparent ist. Richtig gut wirkt das erst, wenn wir einen Boden haben. Ich nehme hier wieder aus den Szenenobjekten einen Boden. Ja? Diesen Boden werde ich auch mal texturieren. Ich möchte jetzt diesem Boden eine Textur geben. Da gehe ich auf Farbe, nutze ich wieder eine Oberfläche, und zwar das Karo. Dann möchte ich den Boden ein wenig spiegeln lassen. Dazu nehme ich 20% Spiegelung. Wenn ich 100% lasse, haben Sie gesehen, habe ich Chrom. Dieses lege ich auf den Boden auf. Wir sehen sofort, dass der Boden endlos ist. Die Spiegelung werden wir erst richtig sehen, wenn Licht ins Spiel kommt. Ich nenne das mal Boden. Mache ich mir ein neues Material fürs Glas. Fange mit der Flasche an, damit ich darin den Wein sehen kann. Dort gehe ich nach Transparenz. Sie sehen, da wo man zuletzt war, da bleibt der immer stehen, muss man aufpassen. Ich schalte mir die Spiegelung an und jetzt möchte ich wissen, wie mein Licht bricht. Wenn ich Transparenz nehme in einen Wert von 1, ich mache das mal in einer neuen Szene, die habe ich hier schon mal vorbereitet, und lasse diese Transparenz auf 1 stehen und mache dieses Glanzlicht aus. Dann ist mein Objekt transparent. Jetzt muss ich wissen, mit welchem Brechungsindex das arbeitet. Wenn ich Rechtsklick auf das Wort Brechung mache, das war vielleicht was schnell, Hilfe anzeigen, bekommen Sie eine Tabelle, wo Ihnen alles gezeigt wird. Vom Wasser über Luft, Glas und bis hin zur Glasnudel. Wir brauchen jetzt Glas, also einen Wert von 1,440 bis 1,900. Ich nehme einen Mittelwert 1,5. Dann sehen wir auch Glas, und wenn ich jetzt mal rendern lasse, sehen Sie diese Glaskugel. Natürlich mache ich dieses Glanzlicht, die Reflexion wieder an. Das wollen wir jetzt mal umsetzen in unserem anderen Fenster der Weinflasche. Ich gehe also auch hier bei der Transparenz hin, sage 1,5. Jetzt möchte ich, dass das Glas das Licht noch absorbiert mit einer gewissen Farbe. Gucken wir uns das mal an. Rechte Maustaste, Absorptionsfarbe. Da kann ich also hier Farben bestimmen, wodurch mein Glas auch in den Bereichen eingefärbt wird. Und wenn ich dann die Absorptionsdistanz einstelle, erreiche ich also auch, dass mein Glas eventuell dunkler wird. Schauen wir uns dieses Zusammenspiel einmal an.
Ich möchte also jetzt einen Wein machen und dann gehe ich hier in die Distanz und habe mir hier so einen Rotton mal gespeichert. Jetzt stelle ich hier mal eine Distanz von 30 ein und Sie sehen, aha, jetzt wird der Wein dunkler. Dieses sollten wir jetzt auch noch eben benennen. Wein in Flasche. Das schließe ich und ziehe das jetzt mal auf den Wein. Ich muss das jetzt hier machen, kann das mal hier rüber ein bisschen breiter machen, wenn sich das schon mal zusammenschiebt und kann jetzt mal da noch nicht reinschauen. Jetzt brauchen wir eine Distanz. Oh, ich habe Wein in Flasche noch etwas vergessen. Ich muss das natürlich wassermäßig auf 1,3 stellen. 1,33. Okay, jetzt können wir die Flasche ausschalten, um mal da reinzuschauen. Dann sehen wir den Wein jetzt hier stehen. Wunderbar. Sieht ja schon ein bisschen nach Wein aus. Ich lasse ihn extra noch so relativ durchsichtig, weil ich weiß ja jetzt, da kommt meine Flasche noch drumherum und die bekommt ein grünes Glas. Mache ich mir auch ein neues Material. Das nenne ich mal Flasche. Oder Glasflasche. Machen wir es so. Okay. Dem gebe ich jetzt 1,5. Das war der Wert von Glas. Bei transparent. Die muss ich auch einschalten, sonst funktioniert es nicht. Hier gebe ich dem Glas jetzt erstmal, lasse ich das mal so, dann wird diese Flasche jetzt, wenn ich diese Textur auflege, transparent sein, aber wir sehen hier den Glaskörper, dass wir da so durchschauen können. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich schaue. Ist das transparent hier. Jetzt möchte ich dieses Glas einfärben. Das mache ich genauso mit der Absorptionsfarbe und der Distanz. Bei der Farbe habe ich so einen hellen Grünton. Wir sehen, was passiert. Und wenn ich diese Distanz jetzt mal auf 1 schalte, weil ich habe ja mein Glas einen Umriss von 2 gegeben, dann kommt das schon so ungefähr hin. Gut, wunderbar. Ich habe eine Weinflasche. Wunderschöne Farbe. Im nächsten Schritt werden wir dann das Glas machen, aber das Weinglas im nächsten Tutorial.